Von allen Need for Speed Teilen der letzten 10 Jahre ist Need for Speed Heat wohl der beliebteste. Aber warum ist es so beliebt? Wurde es am Anfang nicht auch mehr oder weniger gehatet oder kam nicht so gut an bei den Leuten? Ja, so war es tatsächlich am Anfang, denn man hat sich direkt wieder gewundert, ja, Need for Speed Heat. Es war vielversprechend von Anfang an, die Trailer haben Bock gemacht, aber das macht ein Need for Speed Trailer eigentlich fast immer. Also ich kenne nur wenige Trailer, die schlecht sind, beziehungsweise fast gar keine. Ihr könnt mir ja welche in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall war man gehypt und ja, man hatte natürlich die Hoffnung, dass sich endlich die Steuerung verbessert, denn zuletzt war sie eine absolute Katastrophe, zumindest die Offroad-Rennen in Need for Speed Payback haben richtig hart reingekackt, also das war ja wirklich ein Level von, ja, ich will gar nicht drüber reden, es war einfach nur ein Krampf. Ja, es war wirklich nur ein Krampf. Und ja, daran hat sich nichts geändert. Aber der Style war anders und irgendwie hat Heat doch Bock gemacht. Und auch heute spielen es immer noch mehr Leute als zum Beispiel Unbound, wobei man sagen muss, Unbound hat eigentlich sogar mehr zu bieten, aber auch nur durch die Updates im Nachhinein. Denn am Anfang war Unbound natürlich auch nicht unbedingt die Krone der Schöpfung. Aber ja, Need for Speed Heat ist besonders gut, finde ich persönlich, wenn man nachts fährt. Denn dort gibt es ein Feature, das habe ich schon mal in einem Video angesprochen, das im Grunde jedem Rennspiel die Show stiehlt. Und meiner Meinung nach müssten das viel, viel mehr Open-World-Rennspiele machen. Und zwar, die Nachtrennen sind super immersiv. Nicht das Rennen an sich, klar, die Rennen haben Bock gemacht, aber der Witz daran ist, du bist dabei weiterhin in dem freien Modus. Wenn da also jemand durch die Gegend jallert oder einfach nur irgendwo in der Ecke chillt und deine Rennstrecke zufällig dort vorbeigeht, sieht er dich und sogar die KI und natürlich alle anderen Spieler, die gerade mitspielen. Und das ist super immersiv, meiner Meinung nach. Also das macht die Stadt super lebendig. Klar, jetzt bin ich gerade am Überlegen, gab es da schon Passanten in Heat? Ich glaube noch nicht, ne? Aber stellt euch das vor in Unbound. In Unbound ist dieses Feature nämlich wieder verschwunden. Und ja, der eine oder andere kann damit vielleicht nicht viel anfangen, aber es spielt doch wirklich eine große Rolle. Denn so wie man dann diese Stadt bei Nacht erlebt, hat das einen viel prägenden Eindruck, als wenn, ja, muss ich ehrlich sagen, es ist mal fast schon retarded, was die da gemacht haben. Ich meine, du siehst die Spieler auch. Aber nur auf der Karte. Ja, du siehst da auch auf der Karte, da kommt gleich eine Kolonne, ne, da fährt einer ein Rennen. Ja, und wenn sie dann an dir vorbeifahren, sind sie einfach nicht da. Die sind unsichtbar. Absolut schade, dass das entfernt wurde. Und der Witz dabei ist ja sogar, ne, die ganze Open World funktioniert weiterhin ganz normal. Das heißt, wenn ein Kollege, wenn du jetzt Freifahrt bist und der andere fährt ein Rennen und du wirst von der Polizei gejagt und kreuzt zufällig sein Rennen oder mischt dich da einfach mit ein, dann sind die Bullen auch da aktiv. Also, ja, interaktiver geht's ja gar nicht. Und ich frage mich, warum ist das Feature verschwunden? Das erste Mal gab's das auch schon in Need for Speed 2015, aber da kam es nicht so gut zur Geltung, weil das Spiel allgemein so Probleme mit seiner Steuerung hatte und alles. Und die Polizei, ja, die war ja auch ich weiß nicht, wie man sie nennen möchte, einfach nur dumm oder komplett hängen geblieben. Ne, die konnte auf jeden Fall gar nichts, ohne natürlich Mods. Ne? Also komplett basic war das Spiel an sich eine geile Sache, aber ja, die Physik hat es leider ruiniert, so wie die KI der Polizei und auch der anderen Renngegner, sage ich mal. Ja, jetzt hast du natürlich die Sache, du konntest bei Heat Tag und Nacht wechseln. Dynamisch war da gar nichts, auch in Unbound ist da nichts dynamisch, warum auch immer. Aber trotzdem hatte auch Heat das besser gelöst. In Unbound kannst du im Optionsmenü online die Tageszeit ändern, so wie du willst. Ne, habe ich immer mal wieder gesehen, ihr müsst da irgendwo unter Gameplay oder Grafik, weil irgendwo steht auf jeden Fall Tageszeit. Da könnt ihr einstellen, wie ihr fahren möchtet. Und die bleibt dann fix. Ne? Und das heißt, jeder andere hat da so seine eigene Zeit. Das heißt, wenn du nachts fährst, kann es sein, dass ein anderer trotzdem bei Tag fährt gerade. Komisches Feature, komische Funktion, aber gut. Ja, in Heat war das leider, was heißt leider, es war getrennt, aber sie haben was draus gemacht. Und zwar konntest du tagsüber legale Rennen fahren. Das war aber so, dass du im Freimodus diese Rennen nicht mitverfolgen konntest. Also wenn du jetzt ein Rennen gestartet hast, konnten andere Spieler im Freimodus nicht sehen, wie du da in Rennen fährst. Was ja irgendwo logisch ist, weil diese Rennen natürlich auch Absperrungen hatte. Und ja, imagine, du bist in der freien Fahrt, in der Verfolgungsjagd und auf einmal spawnt da vor dir eine Absperrung von irgendeinem Rennen, hat einer startet. Gut, das hätte man so lösen können, dass die Straßenkreuzungen durch irgendwelche Soft-Blockaden geblockt werden, beziehungsweise abgesperrt sind, wo man durchfahren könnte. Ne? Aber gut, da kann man jetzt lange drüber reden, was man da hätte machen können. Aber ja, ich bleibe bei der Nacht. Die Nacht war ein absolutes Highlight. Ich denke mal, da sind auch die meisten bei mir. Bei Nacht hat Need for Speed Heat am meisten Spaß gemacht, ne? Auch die Immersion insgesamt war irgendwie besser, die Stadt kam cool rüber und so. Von der Fahrt
Farben her fühlte sich das alles auch ein bisschen besser an. Also, es ist schwierig zu erklären, was genau Heat so besonders macht. Es sind wirklich diese kleinen Details und, ja, das fehlte Unbound dann wieder. Ja, sie haben es im Nachhinein natürlich geschafft, mit Updates den Online-Modus spielbar zu machen. Also ich finde, der ist eigentlich relativ gut geworden mit der Zeit. Ne? Man hat auf jeden Fall etwas zu tun. Man hat verschiedenste Möglichkeiten. Ja? Und Heat hatte das Problem, es wurde sofort fallen gelassen. Und da kommen wir zu dem Punkt, obwohl es jetzt so beliebt ist. Warum wurde es denn fallen gelassen? Ja, weil es damals halt irgendwie nicht ganz so beliebt war. Klar, also ich muss sagen, für mich persönlich als Content Creator lief es schon ganz gut. Die Views waren da. Viele haben auch ihren Weg zu mir gefunden in der Zeit. Hatte ich letztens in einer Umfrage festgestellt. Die sind auch erst damals zu Heat. Ihr müsst mal überlegen, es ist schon 6 Jahre her, ne? Ich meine, Heat ist auch schon über die Hälfte seines Weges gegangen auf dem Weg zum 10-jährigen Jubiläum. Ne? Und mal so am Rande fandet ihr es auch schade, dass Need for Speed rein gar nichts zum Most Wanted gesagt hat, als es 20 Jahre alt wurde. Anfang November oder ungefähr Mitte November war das. Ja, sie haben den M3 foliert, den echten und so, aber das war ja so ein Event zum 30-jährigen Jubiläum, aber dass man Most Wanted so links liegen lassen hat, das war traurig und zeigt, ja, EA ist wirklich das Kernproblem. Ja, EA sah so, oh ja, da gibt es viel Kritik und so weiter, lass mal liegen, den Rotz, mach das nächste Spiel, lass mal Geld reinholen. Und damit war das Schicksal von Need for Speed Heat besiegelt. Es gibt zwar nur einige Mods und so, na, die sind mehr oder weniger schwer zu installieren. Ich zumindest habe es irgendwie nicht hingekriegt, die Unite-Mod letztens zu installieren. Bei Unbound lief es dafür umso flüssiger. Naja, gut, habe ich wahrscheinlich was falsch gemacht. Egal, das Spiel lebt nur noch von Mods und das sieht man an den Spielerzahlen. Und, ja, was hat EA gemacht? Ja, mittlerweile haben sie Need for Speed ja komplett auf Eis gelegt. Es gibt immer mal wieder Gerüchte von irgendwelchen Leuten, die erzählen, Need for Speed ist vorbei, da gibt's nichts mehr und so weiter. Aber entweder sind die einfach nur schlecht informiert oder Clickbait, wie gesagt, einer der Führungspersonen, die dafür verantwortlich sind, was Need for Speed angeht, haben gesagt, es wird irgendwann wieder weitergehen, aber vorübergehend liegt es erstmal auf Eis, kann man so sagen, weil halt der Fokus auf Battlefield lag und das zu Recht, denn damit haben sie ja auch einen riesen Erfolg gefeiert und daran erkennt man auch, ja, wenn man will, kann man auch. Dieses postmoderne Gecringe wie ne, jetzt in Call of Duty, da sieht man ja, da funktioniert ja gar nichts mehr. Alles ist bunt mit irgendwelchen bekloppten Figuren und so weiter. Ist ja schön und gut, wer das feiert. Aber Battlefield 6 hat bewiesen, richtige Kriegssimulation, das macht Bock. Und ja, im Grunde sind sie zurück zum Kern der Serie gegangen, so ein bisschen, ne. Und das braucht Need for Speed auch. Man kann nicht einen Titel nach dem anderen hinklatschen, der dieselben Probleme des Vorgängers einfach übernimmt und nur neu verpackt wird. Das konnte ja auf Dauer nicht gut gehen. Was haben die denn erwartet? Wie erklären die sich denn den Erfolg von 2003 bis, keine Ahnung, jetzt sagen wir, Underground 1, 2, Most Wanted und Carbon waren ja so ziemlich die erfolgreichsten Teile. Ne, Pro Street, da fing es ja schon an, komisch zu werden, aber Need for Speed Pro Street ist genauso ein Kandidat, der sehr, sehr, sehr gut gealtert ist. Im Grunde wie Need for Speed Heat, denn Pro Street war absolut, also ein Pionier irgendwo fast schon. Ne, ich meine, man kann sagen, Horizon ist quasi der Abklatsch von Pro Street, denn Pro Street hatte ein Festival-Feeling, man war plötzlich auf Rennstrecken und das Handling hat sich extrem verändert. Genau das war das Problem damals, das fanden die Leute wohl irgendwie komisch, sie waren noch nicht satt von dem, was Most Wanted Carbon uns geboten hat. Aber das Schadensmodell und so, also die Simulation dahinter war absolut bahnbrechend. Ja, Handling kann man sagen, was man will, ne, ist gewöhnungsbedürftig. Jetzt mit Mods und so spielt sich super geil, kann ich nur mal empfehlen. Ne, natürlich braucht ihr natürlich die PC-Version und so, ne, alles machbar. Und ja, sowas fehlt, diese Innovation. Und ja, Need for Speed 2015 hatte ja gut gestartet, von der Atmosphäre her, war aber technisch ein Problem. Und das Problem hat man immer weiter ausgeschlachtet und copy-paste. Es ist ein bisschen wie Forza Horizon, vor allem auch für PlayStation-Spieler. Hier mal ein netter Fun-Fact. Es gibt Bugs in Horizon 5, die gab es auch schon in Horizon 2. Ja, die kopieren teilweise Bugs rüber, vor allem Horizon 4 und 5, da sieht man sehr viele gleiche Problemzonen und Need for Speed hat ungefähr dasselbe gemacht. Sie haben einfach Copy-Paste gemacht, eine neue Stadt hingeknallt, eine neue Story und das war's. Der Kern ist fast gleich geblieben. Erst mit Unbound hat sich das
geändert, aber auch nicht zu Beginn, auch erst nachdem Unbound komplett aufs Maul bekommen hat von der Community, denn dann haben sie auf einmal gesagt, ja, wir gucken jetzt, was die Leute wollen, versuchen dann, so gut es geht, da was hinzuprogrammieren und ja, dann haben sie das gemacht und es hat funktioniert. Da waren zwar viele Pay-DLCs dabei, aber okay, ist natürlich nicht so schön, aber ist halt EA, die sind halt geldgeil irgendwie, ne? Und ist wieder heftig in der Kritik wegen Dead Space, ein Spiel, was ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe gerne, weil, ja, Visceral Studios wurde ja damals platt gemacht von EA, weil es nicht mehr lief. Und dann gab es ja dieses Remake von Dead Space 1 und das war absolut Wahnsinn. Also ich habe es gespielt und muss sagen, so muss ein Remake beziehungsweise oder Remaster, ich glaube es war doch ein Remake, so muss das sein. Es war einfach dem Original treu geblieben, hat aber weitere Features gehabt und dann nochmal eine Grafik. Also wirklich, Dead Space absolut Highlight und EA sagt einfach, ja, ne, nix, liegt genauso auf Eis wie Need for Speed. Und da musste man natürlich wieder aufhorchen, denn jetzt hat man natürlich das Gefühl, oh, ja, Dead Space wird totgeschrieben, kann das auch in Need for Speed passieren? Natürlich ist Need for Speed eine gewaltige Marke im Vergleich zu Dead Space, ne, und vor allem, weil es ist auch ein Rennspiel, ist natürlich ein ganz anderes Genre, aber ja, viele haben halt Angst, dass EA wirklich so am Abstürzen ist, dass sie jetzt nur noch Fokus auf Battlefield haben. Das Problem war ja auch, Battlefield lief, auf einmal wollten sie jährlich da was mit Battlefield machen. Und das hat uns wieder bewiesen, kaum riechen die Geld, fangen sie wieder an, dieselben Fehler zu machen. Also es ist wirklich abnormal mittlerweile, wie diese Geldgeilheit teilweise Spiele ruiniert. Ja, also wenn die Battlefield 6 gegen die Wand fahren jetzt im Laufe der Zeit noch, dann herzlichen Glückwunsch. Ne? Ich meine, es ist fast unmöglich, das Spiel ist im Kern sehr gut, aber möglich ist alles. Und ja, bei Need for Speed haben wir halt dasselbe Problem und Heat ist ja eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür. Man hat das Potenzial nicht erkannt von Need for Speed Heat und ist direkt weitergegangen zum nächsten Teil. Ja. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, eine, die wir halt nur schwer selbst beantworten können. Vielleicht war es auch technisch einfach nicht möglich, Heat weiterzuentwickeln, aber ich denke, das war nicht das Problem. Denn, ja, Unbound basiert ja genau so auf Heat. Ne? Es ist wirklich Copy-Paste, neue Stadt, neue Story, wie vorhin erwähnt. Und ja, Heat hätte so viel mehr sein können und vor allem dieses Feature nachts, dieses Immersive, das ist etwas, was auch wiederkommen muss. Das müssen einfach mehr Spiele machen. Stellt euch ein Forza Horizon vor. Da gibt es natürlich diese ganz normalen Rennen, da sieht man vielleicht nichts, aber es gibt ja auch illegale Rennen in Forza Horizon. Und wenn diese dann interaktiv werden, so dass man diese Rennen mitverfolgen kann, wenn man selbst im freien Modus ist, wäre natürlich cool, aber okay. Über Forza, da können wir vielleicht nochmal in einem extra Video reden. Die haben ja so andere Probleme mit ihrer ganzen Servertechnik und so weiter, wie das mit Mitspielern funktioniert und so weiter. Ja, was denkt ihr? Hatte Need for Speed mehr Potenzial, als man denkt und hätte EA da einfach vernünftige Updates bringen sollen? Oder fandet ihr es richtig, dass sie gesagt haben, nee, Heat wird fallen gelassen, wir machen das nächste Spiel? Ja, am Ende ist es immer EA irgendwo. Ich meine, die waren jetzt im Flow, die Entwickler, mit Unbound zumindest noch. Und es hat funktioniert, es wurde immer besser und dann auf einmal, da, Game Over. Ne? Ab nach Battlefield, Need for Speed wird liegen gelassen, also, ja. Es kommt mir halt immer so vor, als wären die einfach gar nicht in der Lage, noch ein vernünftiges Need for Speed zu machen. Und da spreche ich gar nicht von Entwicklern oder Programmierern, wie auch immer. Ja, die können meistens gar nichts dafür. Es sind einfach diese Entscheidungsträger, ja, in höheren Positionen, die natürlich auch das fettere Gehalt haben, dafür, dass sie nur Scheiße bauen und die dann die Richtung angeben. Und genau die sorgen ja dafür, dass Spiele so werden, wie sie werden. Ja? Und solange sich da keiner findet, der wirklich Bock auf Need for Speed hat, der weiß, warum es damals so erfolgreich war und der weiß, was in den letzten Teilen gut ankam, solange wird Need for Speed auf jeden Fall da bleiben, wo es ist, und zwar am Boden. Und ja, selbst wenn jetzt ein neues Need for Speed angekündigt wird, die Wahrscheinlichkeit, dass es genauso trashig wird vom Fahrverhalten und so weiter wie seine Vorgänger, ist wahrscheinlich immer noch über 50%. Wobei EA hat sich extrem verändert, also da geht ja einiges ab. Mit etwas Glück könnte Need for Speed auch ein Refreshment erhalten, was uns alle zufriedenstellt, aber ich rechne ehrlich gesagt nicht damit. Momentan muss man natürlich erstmal abwarten, wann da mal wieder was kommt. Und ja, wenn wir ganz viel Pech haben, haben sie natürlich auch einfach nur damals gelogen, als es hieß, ja, Need for Speed ist nicht tot, aber erstmal auf Eis. Denn solche Allüren kennen wir von größeren Entwicklern, die lügen dir auch gerne mal in die Fresse, nur damit du die Fresse hältst. Und das heißt für uns, like dieses Video, abonnieren nicht vergessen, denn wir reden hier immer Klartext und sehen uns im nächsten Video. Schreibt mir gerne noch in die Kommentare, was ihr davon haltet.
dass Heat damals fallen gelassen wurde. Glaubt ihr, das hätte mehr Potenzial gehabt? Wie fandet ihr vielleicht auch das mit dem Nachtfeature, was ich persönlich ja absolut mega abfeiere? Also ich träume nachts davon, dass andere Spiele dieses Feature haben, dass man Rennen fahren kann und die Leute in der freien Fahrt das sehen können und so. Es ist einfach so so super immersiv gewesen. Einfach Highlight. So, und damit bin ich raus an der Stelle. Haut rein.